Hallo liebe Freunde von PS Speicher TV. In dieser Folge blicken wir mal wieder auf ein besonderes Highlight-Exponat in unserer Sammlung. Ein Krupp Tiger mit Metz Drehleiter. Das einzig erhaltene Exemplar dieser Art und er kann sogar seinen Namen sagen. Der in Essen gefertigte Krupp Tiger L8 TG5 war der Nachfolger des Titan. Im Vergleich zum Vorgänger bauten die Konstrukteure aber nicht zwei Dreizylinder-Motorblöcke ein, sondern einen neuen Fünfzylinder-Motor. Der Motor war in einem Block, hatte 185 PS und befeuerte einen LKW mit 8,4 Tonnen Nutzlast bei 16 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Das Zweitaktprinzip sorgte dafür, dass gerade einmal 7,3 Liter Hubraum nötig waren, um diese Leistung zu erreichen. Von bekannten Zweitakt-Ottomotoren, wie etwa beim seinerzeit sehr beliebten DKW, unterschied sich der Motor doch sehr. Während beim DKW der Gasaustausch in den Zylindern durch den Auslassog geschah und das Gasgemisch bzw. Abgas durch vom Kolben gesteuerte seitliche Schlitze in und aus dem Verbrennungsraum gelangte, besaß der Krupp Diesel ein Gebläse, welches das frische Gemisch durch Schlitze in den Verbrennungsraum spülte. Das Abgas gelangte durch Ventil in den Auspuff. Nockenwelle und fehlende blaue Abgaswolke unterschieden den Krupp vom DKW. Feuerwehrdrehleiter nahmen in den 1950er Jahren an Höhe zu. 25 Meter waren Standard. Unsere DL52 mit 52 Metern Ausfuhrlänge gehörte zu den echten Riesen im Feuerwehrwesen und brauchte Standsicherheit. Da war der Tiger als schwerster LKW von Krupp genau die richtige Basis. Im Feuerwehrbereich hatte Krupp aber einen schweren Stand. Die eher traditionell eingestellten Feuerwehrtechniker vertrauten nämlich der Zweitakt-Philosophie nicht und setzten viel lieber auf einen Viertakt-Diesel. Also den Markt der großen Feuerwehrfahrzeuge, den dominierten Produkte von Mercedes-Benz und Magirus-Deutz. Dieser Tiger wurde 1955 gebaut und nach Ostberlin geliefert. Der letzte Besitzer, die BWAG Ost, nutzte ihn, um am Alexanderplatz die Straßenlaternen zu reinigen, zu warten und zu pflegen. Denn sie hingen besonders hoch. Wegen des schlechten Zustands der Bremse wurde die Höchstgeschwindigkeit zuerst auf 40 km/h reduziert und dann beim Totalausfall der Bremse wurde der Tiger jedes Mal zu den Einsatzorten geschleppt, anstatt die Bremse zu reparieren. Wenn wir den Tiger präsentieren, dann kann immer eins passieren: der Fallhaken klemmt. Das Tückische: bei jedem Einfahrversuch muss das gesamte Leiterpaket höher gefahren werden. Dann erst kommt es zum Klick oder zum Einschnappen des Fallhakens. Sie wird also immer länger, die Leiter, bevor sie kürzer wird. Und im Zweifelsfall muss irgendjemand die 52 Meter hochklettern und den Fallhaken per Hand bedienen. Und da schicke ich weder unseren ehrenaktiven Friedel noch Klaus hinauf. Unseren Tiger findet ihr im PS-Speicherdepot LKW und Bus oder auf der Interschutz in Hannover vom 20. bis 25. Juni, der Weltleitmesse für Feuerwehrtechnik. Wir teilen uns einen Stand mit dem Feuerwehrmuseum Bayern in Halle 17. So, wir sehen uns nächste Woche. Ich bin weg und verabschiede mich mit einem freundlichen Krupp, 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 Krupp. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.